Ja, dann begrüße ich sehr gern unsere Gäste hier auf der Leiten Building und auch unsere Gäste draußen im Stream von der Leiten Building. Wir haben uns ein relativ komplexes Thema jetzt gewählt, nämlich die VOBC, die DIN 18382 und die Novellierung zu dieser ganzen Norm. Wir haben 20 Minuten Zeit. Wir können in 20 Minuten nicht die Welt retten, aber ich kann in 20 Minuten mit dem Finger drauf zeigen, wo ihr euch mit beschäftigen müsst, was ihr euch nochmal im Detail angucken müsst. Das kriegen wir auf jeden Fall gut hin. Wenn ich sage wir sind ein eingespieltes, etabliertes Team. Ganz links, das bin ich, Aulenbach Marcel, ohne Brille, die liegt hier. Dann sehen wir den Dirk Maske vom BFE in Oldenburg. Er macht den Normungssupport. Also wenn ihr Fragen habt, normative Fragen, meldet sich der Dirk Maske relativ sehr schnell zurück bei euch. Als nächstes sehen wir den Rechtsanwalt, Baurechtler Markus Kosler, ein Experte auf seinem Thema, in seinem Thema. Und ganz auf der anderen Seite sehen wir den Lars Tenschert. Er ist bei uns auch der als Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt und der Experte bei uns für die Arbeitssicherheit. Wenn wir über VOB reden, hat es immer mehr damit zu tun, wie sich nur eine einzelne Vorschrift anzugucken. Weil VOB, hier spielen auch sehr viele Juristen immer mit. Juristen, die uns dann möglicherweise andere Interpretationen abliefern, wie wir Techniker das einschätzen oder wie wir Techniker das in der ursprünglichen VOB rauslesen. Das Weinrote ist die VOB in ihrer ganzen Klare und auf der anderen Seite die VOB Teil C, dieser Kommentar, der ist unheimlich wichtig. Wir kennen alle, wir sind Elektrotechniker, wir haben Tabellenbücher und wir wissen alle, unsere Tabellenbücher, da schreiben wir uns Formeln rein, da schreiben wir Formeln um, da machen wir uns unsere Notizen rein. Und was wir hier sehen, den Kommentar zur VOBC, das haben die Juristen genauso. Und dort schreiben die sich ihre Kommentare rein, ihre eigenen Einschätzungen zu ihrer VOB. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass wir nicht nur, besonders die Spezialisten so wie ich, die vereidigten Sachverständigen, nicht nur die VOB studieren, sondern auch die Kommentare dazu uns ansehen. VOB, ich bleibe mal beim Thema, wenn wir uns die VOB anschauen, müssen wir speziell erstmal die 18299 uns angucken. Dort wird nämlich zunächst erstmal, man sieht es am Titel, allgemeine Regelungen durchgeführt. Also hier ist wirklich erstmal komplett für den Bau die Sachlage geklärt, 18299. Spezifisch wird es jetzt in der nächsten Norm, das wäre die 18382. Hier werden speziell für uns, für die Elektriker, die spezifischen Sachen dargelegt und geklärt. Also, ich wiederhole, wir müssen uns angucken, die 18299, wir müssen uns angucken, die 18382. Warum habe ich das als Thema genommen hier? Wir hatten die 18382, gucken wir uns den Titel vielleicht nochmal kurz an, sehr sperriger Titel haben wir hier. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil C, allgemeintechnische Vertragsbedingungen, das ist diese ATV, so wird es dann abgekürzt, ATV. Und der Titel ist Elektrosicherheits- und informationstechnische Anlagen. So, und diese Norm ist ursprünglich vom September 2019. Diese Norm wurde dann novelliert und kam jetzt im September 2023 neu auf den Markt. Und jetzt gab es Herausforderungen für uns. Prinzipiell, wenn solche Normen neu erscheinen, tun wir Experten uns relativ leicht. Ich lasse euch mal so hinter den Vorhang gucken, wie wir das machen. Wir kriegen das dann so abgeliefert in so einer, das nennt sich Redline-Version. Auf der linken Seite sehen wir dann die alte Version und auf der rechten Seite sehen wir dann die neue Version. So können wir gut nachvollziehen, welche Normen sich wie geändert haben. Das zieht sich dann rüber und können dann relativ schnell einschätzen, was sich geändert hat. In dieser neuen 18382 vom September 23 gab es wahnsinnig viele Reduzierungen in Normenbezügen. Also es sind bestimmt 50, 60 Normungsbezüge rausgenommen worden, die in der ursprünglichen Version dann vorhanden waren. Auch das hier, das nächste, welche Unterlagen muss der Auftraggeber liefern seinem Auftragnehmer? Also was muss der, wir haben ein Planer-Special, was muss der Planer liefern an den Errichter, an den Elektriker? Auch hier sehen wir, gab es einiges an Änderungen.
die von Ihnen wirklich, empfehle ich Ihnen, im Detail betrachtet werden müssen, weil darauf hat der Auftragnehmer ein Anrecht, dass er diese Unterlagen von Ihnen bekommt. Schauen wir uns das nächste Mal an, welche notwendigen Unterlagen, und jetzt würde ich sogar mal ein bisschen ins Detail gehen, ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir uns das angucken wollen, welche notwendige Unterlagen müssen denn geliefert werden? In der 18382 sind wir das jetzt hier in dem Unterpunkt 312. Und hier seht ihr auf der rechten Seite die Auflistung, was muss alles raus, was muss alles abgeliefert werden. Stromlaufplan einpolig, Achtung festhalten, Kurzschluss- und Selektivitätsberechnungen hat man ab und zu mal dabei, ist aber ein verpflichtendes Dokument vom Auftraggeber an den Auftragnehmer. Wenn wir uns die Interpretation dazu angucken, das war das, was ich euch gesagt habe. Ich würde vielleicht gerade noch mal eine Folie zurückgehen. So steht es in der ursprünglichen Norm niedergeschrieben. Was müssen für Unterlagen geliefert werden? In der Interpretation, also im Tabellenbuch des Richters, sehen wir dann Folgendes. Da ist es viel mehr, was dort aufgelistet wird. 1, 2, 3, 4. Gehen wir nochmal eins zurück. Also 3 Seiten aus den ursprünglichen Forderungen der VOBC 18382 ist in der juristischen Interpretation ein viel größeres Konvolut und deutlich detaillierter, fein aufgefächert dargelegt. Hier unten sieht man dann, welche Experten, welche juristischen, technischen Experten haben das hier ausformuliert für die Richter. Und deshalb ist es wichtig, gerade so für so Leute wie mich, für die Sachverständigen bei Gericht, dass wir uns genauso auch in dieser juristischen Sekundärliteratur bewegen können. Frage ist oft, was ist eine Nebenleistung? Viele von uns werden es wissen, viele von uns hier, viele draußen im Netz werden das wissen. Was ist eine Nebenleistung? Eine Nebenleistung ist eine Leistung, so definiert uns das die 18299, ist eine Leistung. Eine Nebenleistung sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören. Also dafür bekommt der Errichter, der Elektriker, kein Geld. Also er muss es ursprünglich in seine Kalkulation mit einbringen. Und hier gibt es immer wieder Diskussionen, jawohl, das ist eine Nebenleistung, das ist eine besondere Leistung. Einfach ist es eigentlich, wenn wir uns sowas mal angucken. Wenn wir ins Wirtshaus gehen, ganz einfach, und bestellen uns eine Schweinshaxe mit Kartoffelgurkensalat. Und jetzt lässt sich hier sehr schön erklären, was ist eine Nebenleistung, was ist eine besondere Leistung. Das wäre die Hauptleistung. Also das ist die Leitung 3x15, liefern und montieren. So, das ist die Haxe mit dem Kartoffelsalat. Hier unten die Soße, das ist jetzt die Nebenleistung. Die schöpft uns der drauf, ohne dass er was dafür bekommt. Die muss er mit einkalkulieren in seine Haxe. Und die besondere Leistung ist, wenn ich mir noch ein Bier dazu hole. Das ist die besondere Leistung. Und genauso ist es aber nur viel feingliedriger bei uns in der 18382. Und ich gehe jetzt mal eins weiter, haltet euch fest, das ist doch eine Riesenliste, die jetzt hier erscheint. Das wären alles die besonderen Leistungen aus der Original VOB 18382. Und jetzt gibt es die Interpretation dazu, die juristische. Schauen wir uns die vielleicht mal kurz an. Das ist natürlich, sieht es der Richter, sieht es der Vorsitzende wieder anders. Also hier steht wieder viel mehr drin, wie in der ursprünglichen VOB vorhanden ist. Also das ist alles andere als einfach für uns und für euch draußen als Errichter, weil du wirklich immer die juristischen Belange mit berücksichtigen musst. Der große Vorteil dieser Novellierung der 18382 war folgender, dass uns viele Normungsbezüge rausgefallen sind. Jetzt sind diese Kurzversionen der Normungsbezüge, jetzt sehen wir, was hier noch vereinbart ist. Sobald du VOBC vereinbarst, hast du diese Normen hier mit auf dem Schirm. Und ein wachsames Auge hat es schon entdeckt, hier haben wir auch die DIN 18015 drinstehen. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, sobald ich VOBC vereinbart habe, habe ich auch die DIN 18015 hier mit an der Backe, ob gewollt oder ungewollt. Also muss ich gegenüber meinem Kunden das im Schriftverkehr deutlich abgrenzen, ob ich die mit dabei haben möchte oder nicht. Oder auch hier die 0100, klar, die habe ich immer mit dabei, über Energiewirtschaftsgesetz. Aber hier sehen wir, 18015 ist dabei. Und da gab es ja im letzten Jahr dieses, ja, doch streitbare Gerichtsurteil. Vielleicht hat es der ein oder andere
mitbekommen, es wurde in unseren Fachzeitschriften wurde schwer darüber diskutiert. Es ging hier um eine Wohneinheit, 144 Wohnungen. 144 Wohnungen. Prinzipiell war die Klägerin ein deutschlandweit tätiges oder ein Gebäudeinvestor. Der Gebäudeinvestor hat dann nach dem Bauvorhaben das Planungsbüro verklagt. Schauen wir uns mal an, wie ist die Kurzhistorie zu diesem Ganzen? Also in der Baubeschreibung stand drin, Achtung, Ausstattung ist nach DIN 18015 Teil 2, wissen wir alle, ne? Das heißt dann 5 Steckdosen im Klo, 2 im Kinderzimmer, 3 im Bad und so weiter und so fort. Das Planungsbüro hat die Planung jetzt durchgeführt und hat es genau nach DIN 18015 gemacht. Dann kam die Reklamation des Gebäudeinvestors, oh, das ist viel zu teuer, mach mal günstiger. So, wie kriegst du solchen Wohnbau nach unten reduziert? Indem du die Mengen änderst, die Mengen änderst, die Mengen änderst. Und das Ganze ist 3-mal passiert in der ersten Instanz. Und dann, als das Ganze fertig war, klagt der Gebäudeinvestor gegen den Elektroplaner. Nämlich, du hast außerhalb der DIN 18015 geplant, Mindestausstattung. Unser Objekt hat jetzt einen Minderwert durch die fehlenden Steckdosen. In der ersten Instanz, interessant, in der ersten Instanz wird das Planungsbüro wirklich zu Schadensersatz verurteilt, 1,3 Millionen. Der Richter hat deutlich gesagt, bereits die Nichteinhaltung der DIN löst eine Hinweispflicht aus und für die Folgeschäden hat nun das Planungsbüro einzustehen. In der zweiten Instanz, also der Planer, ging jetzt hier in die zweite Runde, hat das Urteil angefochten und dort wurde er jetzt freigesprochen. Meines Erachtens auch korrekt, meines Erachtens auch richtig. Der Richter in der zweiten Instanz, also am OLG Düsseldorf, hat dann festgestellt, nö, die Planungsleistung weicht nicht von der vereinbarten Beschaffenheit ab, okay. Und die DIN 18015 Teil 2, da hat der Senat schon Bedenken gehegt dann in dem Fall, ob das eine anerkannte Regel der Technik geht. So, und streitbar ist das Urteil deshalb, weil der Senat hier gesagt hat, in dieser DIN 18015 Teil 2 geht es überhaupt nicht um Sicherheit. Das Urteil ist jetzt streitbar. Geht es denn bei einem Einbau von einem Dachfenster um Sicherheit? Nö. Geht es bei einer ganzen Vielzahl von DIN-Normen immer um Sicherheit? Nö, geht es nicht. Somit wäre nach dem Urteil alle DIN-Normen, die nichts mit Sicherheit zu tun haben, keine allgemein anerkannte Regel der Technik. Deshalb streiten sich die Juristen selbst, ob das überhaupt so verwertbar ist, dieses Urteil, ob das Urteil ein repräsentatives Urteil ist. Also es ist eine sehr, sehr bedenkliche Begründung, die hier ausgesprochen wurde. Natürlich können Sie jederzeit hinter DIN-Normen zurückbleiben. Das ist gar kein Problem. Auch hier gibt es ein Urteil vom Oberlandesgericht Koblenz, was uns festgestellt hat, jawohl, ein Zurückbleiben kann jederzeit erfolgen, gar kein Problem. Aber dann holen wir uns mal den Wortlaut des Urteils nochmal genau zurück. Dies setzt jedoch voraus, dass der Auftragnehmer den Auftraggeber auf die mit der Nichteinhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik verbundenen Konsequenzen und Risiken hingewiesen hat. Also ja, da steht auf Deutsch, du kannst abweichen davon. Du musst aber der Kundschaft erklären, dass du abweichst von den Normen. Dann geht das. Deshalb dieses Urteil vom OLG Koblenz, relativ neu, von 2019, finde ich sehr gut, finde ich sehr frisch und begrüße ich auch sehr. Ich würde Ihnen gerne noch 2, 3, 4, 5 Folien zeigen zu unserer TGA Expert App, die wir gemeinsam mit Gira an den Markt gebracht haben, die Sie als Planer unterstützen soll. Zum Beispiel, Sie haben zu planen eine Arztpraxis, Sie sind in medizinischen Bereichen unterwegs und wissen jetzt, was ist denn jetzt Bereich 0, was ist Bereich 1, was ist Bereich 2 und Sie sind nicht jetzt im Büro, wo Sie Ihren Normungszugriff haben, sondern Sie sind in der Baubesprechung drin. Sie wählen dann in unserer App medizinisch genutzte Bereiche, gehen dann auf den Bereich hier, Bereich und Gruppeneinteilung und hier haben wir dann dargelegt, so ist die Gruppeneinteilung in medizinischen Bereichen. Also wir nehmen der Norm in unserer TGA Expert App, die Akademik. Wir geben hier die Worte wieder, um es schnell und einfach und verständlich draußen wiederzugeben. Zum Beispiel hier auch dann die Übersichtstabelle der medizinischen Bereiche, die wir hier haben. Eine Schule, eine Universität, Sie sind am Planen von einer Schule, von einer Universität und sind jetzt in der Küche.
Und dann frage ich mich, müssten diese Edelstahlschränke, müssen die denn alle in den Potentialausgleich? Sie fragen sich, was brauche ich für eine Mindestbeleuchtungsstärke an der Essensausgabe? Sie fragen sich, brauche ich einen Hauptschalter in so einer Küche, dass der Koch draufhauen kann, wenn die Fritteuse klemmt? Also bei uns gehen Sie rein in den Bereich Schulen, Universitäten, gehen dann in den Bereich Mensa. In dem Bereich Mensa, hier sehen wir es schön dargestellt mit einem Besteck. Für die Leute draußen an den Apparaten, mittlerer Screenshot bitte, das mit dem Besteck. Und dann zeigen wir, welche Probleme tauchen auf bei den Planern, bei den Errichtern in einer Mensa. Oben haben wir es, Restaurant, Küchenbereich, Potentialausgleich, Zentralschalter, Mindestbeleuchtungsstärke. Und dann haben wir schon die erste Frage, Entschuldigung hier, Zentralschalter Notaus, brauchen wir das? Tippst du drauf, kriegst du die Lösung. Unten, das letzte in der Linie, leitfähige Arbeitsplatten und Schränke. Tippst du drauf, haben wir die Lösung. Und die Lösung ist hier kein Buch, sondern die Lösung ist im Idealfall ein Satz, um das zu zeigen. Die Lösung ist hier, brauche ich einen Zentralschalter, ja oder nein? Das ist unsere Interpretation dazu. Sie sehen in der ersten Zeile, in Küchenbetrieben muss die DGUVR 110003 beachtet werden. Tippen Sie jetzt auf dieses Wort, auf diesen Link DGUVR 110003 linken wir Sie raus in die DGUVR 103 und Sie können sich das dort gleich durchlesen. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, was brauche ich für eine Mindestbeleuchtungsstärke an der Essensausgabe? Das ist die Kurzversion. Viel mehr müssen wir in der Baubesprechung nicht wissen. Vor Ort in Ihrem Büro müssen Sie natürlich in die Originalvorschriften reingehen, aber wir helfen Ihnen hier immer schnell aus der Patsche raus. Leitfähige Arbeitsplatten und Schränke steht übrigens hier. Da gibt es Bücher drüber, über Potentialausgleich. Aber wir brauchen keine Bücher, wir brauchen erstmal nur die schnelle Antwort. Das ist die Lösung hier. Unsere Callback-Experten, sie hängen fest in einem Problem, drücken unten dann auf den Telefonhörer. Im ersten Step wird sich Dirk Maske bei Ihnen zurückmelden. Das geht relativ schnell. Wer das schon mal getestet hat, das dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann haben Sie unseren Experten am Telefon. Und wenn er nicht klarkommt, dann kommt Lars Tenschert oder ich ins Spiel als vereidigte Sachverständige und wir lösen dann das Problem auf jeden Fall gemeinsam. Das Ganze haben wir auch noch extra für Planer in einer juristischen Schiene ausgearbeitet. Und hier sind wir genau dort, was wir eben besprachen, DIN 18382, 18299. Eine Frage ist hier immer, was ist denn mit dem Wording und gleichwertig? Müssen wir da was beachten? Müssen Sie da was beachten als Planer, als ausschreibende Gesellschaft? Ganz oben haben wir es stehen, der Zusatz oder gleichwertig. Und hier haben wir es kurz beschrieben, Zusatz oder gleichwertig. Hast du jetzt ein Problem? Du musst mit einem reden, mit einem Baurechtsanwalt. Du willst ja nicht jedes Mal ein Fass aufmachen, dass die Ölbude qualmt. Drückst du unten auf den Telefonhörer und unsere Rechtsanwälte melden sich. Das dauert ein bisschen mehr. Die Rechtsanwälte, denen gestehen wir eine Zeit von 24 Stunden zu. Aber innerhalb von 24 Stunden haben sie einen Callback unseres Baurechtsanwalts und er wird mit Ihnen gemeinsam das Problem lösen. Dann bin ich bei meiner letzten Folie angelangt. Hier noch ein kurzer Hinweis, wenn Sie sagen, ja, diese App, vielleicht noch wichtig, die App ist kostenpflichtig, das ist keine 99-Cent-App. Wenn hier vereidigte Sachverständige und Rechtsanwälte hinter dem System stecken, ist, glaube ich, jedem klar, dass wir hier ein kostenpflichtiges Produkt haben. Wir reden über 99 € im Jahr für 2 Lizenzen, also für Sie, für Ihren Arbeitskollegen, für Ihren Partner. Haben aber die Callbacks frei an den Rechtsanwalt, haben die Callbacks frei in unsere Technik, haben immer die Normen in Interpretation in der neuesten Version auf Ihrem Mobilgerät. Finden tun Sie das Ganze unter partner.gira.de/tga und dort können Sie sich die Anzahl der Lizenzen buchen und anfordern und da wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern draußen an den Apparaten. Ich bedanke mich an den Leuten, die sich die Zeit eben für mich kurz genommen haben und mir hier vor Ort zugehört haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie bodenständig, bleiben Sie immer auf Augenhöhe. Und der Stefan kommt von der Seite und ich glaube, es gibt Fragen aus dem Support, dann würde ich die, wenn ich kann, gerne beantworten. Wir schauen mal. Ich richte trotzdem erstmal meinen Blick in die Runde. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ihr könnt auch noch mal kurz drüber nachdenken, weil du hast recht, es wurden Fragen gestellt. Dann fange ich damit mal an. Die erste Frage ist, gilt DIN 18382 immer als vereinbart oder gibt es hier eine ähnliche Diskussion wie bei der DIN 18015?
Da kommt es drauf an, Stefan. Wenn ich VOBC vereinbart habe, dann ist die 18382 immer mit zu beachten. Und das ist auch gut so, weil hier werden viele Sachen detailliert geklärt. Also ja, um die Frage kurz zu beantworten, das ist mir am liebsten, ja, sobald ich VOBC vereinbart habe, in meinen Vorbemerkungen muss ich auch die 18382 berücksichtigen, ja. Alles klar, danke dir. Eine weitere Frage ist, es sind viele Normen mit der Novellierung im September entfallen. Welche wären das genau? Oh, das sind viele. Ich habe es nicht sauber gezeigt. Die Frage ist gut. Ich habe es nämlich nicht sauber gezeigt. Also da waren sehr viele so Sekundärnormen dabei mit Dübellöchern und welche Beschaffenheit irgendwelche Bauteile brauchen. Ich mache mal eine Anzahl. Warum habe ich es nicht gescheit gezeigt? Weil es 50, 60 Stück sind, die entfallen sind. Aber wir haben gesehen, diese DIN 18015 ist immer noch dabei. Wäre schön, wenn die vielleicht so ein bisschen runtergefallen wäre. Also da muss man sich wirklich selber in der 18382 mal ansehen, was da alles rausgefallen ist. Aber es ist wirklich besser, konstruktiver für uns geworden. Ja, klasse. Und eine letzte abschließende Frage. Wenn es um VOB geht, kommt auch immer wieder die DIN 18299 zur Sprache. Ja. Wie steht diese im Verhältnis zur DIN 18382? Ja, einfach an. 1892 ist der Boss. Ne? Das ist wie 1892 ist der Chef. Dort steht erstmal alles detailliert für den Bauablauf geregelt und die spezifischen Dinge für die Gewerke, die kommen dann hinten in der 18382 für uns in der Elektrotechnik, aber vorne die 18299, das ist der Boss, da steht erstmal alles drin und wenn du dann ein spezifisches Gewerk betrachten musst, musst du dann uns Elektrotechnik in die 18382 gehen. Danke dir. Danke dir auch für den guten Überblick, für Sachen, wo wir nicht so immer den Durchblick haben. Da bringst du Licht ins Dunkle. Auch das super Tool. Vielen Dank für deinen Vortrag. Stefan, ich bedanke mich, dass ich hier bei Gira sein durfte und bin noch ein bisschen am Stand. Wer noch Fragen hat, kann gerne hier persönlich auf mich zukommen, direkt. Und ansonsten, ja, bleibt normal, bleibt bodenständig und da wird das Leben gut. Danke euch. Ciao.